Am Anfang war das Netz ein großes Heilsversprechen. Heute muss man feststellen, die sogenannten sozialen Medien haben sich zu unsozialen Medien entwickelt. Ein Ort des Hasses und falscher Nachrichten. Ja, eine große Verdummungsmaschine? Der Medienwissenschaftler Roberto Simanowski hat ein nachdenkliches Buch darüber geschrieben, das Anfang Januar erscheinen wird. Nico Weber ist seinen Thesen nachgegangen. Am Anfang war Sputnik. 1957 schießen die Sowjets den legendären Satelliten ins All. Kalter Krieg, Kampf der Großmächte, Atomkriegsszenarien. Eine piepsende Blechkugel versetzt die USA in Panik. Ihr Gegenschlag ein Computernetz. Das Internet wird geboren und verändert die Welt. Ein Abfallprodukt des Militärs begründet die digitale Revolution. Wohin hat sie uns geführt? Auf Facebook und Co. Das Internet stellt mit Trump jetzt sogar seinen ersten Präsidenten. Einer, der dem Geist des Netzes entspricht, raunt er hier aus dem fernen Hongkong. Russische Wahlkampfhilfe für Trump? Welch Ironie dieser ganzen Sputnik-Geschichte. Via FaceTime plaudern wir mit einem Kritiker der digitalen Medien. Ich weiß nicht, ob Trump ohne die sozialen Medien nicht gewonnen hätte. Das ist schwer einzuschätzen. Aber ich würde sagen, dass die sozialen Medien eine Kommunikationskultur schaffen, die prinzipiell Demagogen wie Trump hilft. Es scheint, als sei die Lage außer Kontrolle geraten. Das Abfallprodukt Internet produziert selbst Abfall. Endlos. Der Verdacht auf Wahlmanipulation ist nur die Spitze des Eisbergs. Müssen wir die Medien neu ausbuchstabieren? Abfall heißt das neue Buch von Roberto Simanowski nach Facebook, Gesellschaft und Data Love. Er lehrt in Hongkong Digital Media Studies. Sein Kernthema: das Verschwinden des Denkens durch das Netz. Es geht darum, dass man die Fähigkeit zum Denken, um es ganz einfach zu sagen, abbaut. Aber das hat natürlich auch politische Konsequenzen, denn man muss sich fragen, wer profitiert von einer dümmeren Bevölkerung, wer profitiert von einer klügeren. Wenn wir immer kindischer werden, neigen wir womöglich zu verflachten, radikalen Antwortgebern. Wir werden verschüttet. 95% aller verschickten E-Mails sind Abfall, Spam. Wir sind umzingelt von Fake News, Cybermobbing und Shitstorms. Soziale Medien werden zu asozialen, zu digitalen Dreckschleudern. Was ist kaputt im gigantischen Paralleluniversum? Was macht es zum gnadenlosen Moloch? Glaubt da noch jemand an die Utopie von Freiheit und Demokratie? Geglaubt wird an Wachstum. Vernetzung. 2 Milliarden Menschen eine Stimme geben ist großartig. Noch besser, 7 Milliarden eine Stimme geben. Es gibt einen Juristen, der Mark Zuckerberg wegen Beihilfe zur Volksverhetzung angeklagt hat. Ja, und es geht um die Hassreden, die es auf Facebook gibt. Und ich würde sagen, wenn als Gedankenexperiment, dann sollte man ihn eher anklagen für vorsätzliche Volksverdummung. Facebook macht uns zur Menschmaschine. Die Algorithmen betreiben stetig Raubbau am Denken. Sie schreiben und lesen alle mehr oder weniger automatisierten Profile. Ihre Natur ist das numerische Prinzip, ihre Religion das Ranking. Es gibt nur Ja und Nein, 1 und 0. Gefällt mir nicht. Das ist die Struktur sozialer Netzwerke von Facebook, Twitter bis Instagram und Snapchat. Was da passiert, nennt Simanowski numerischen Populismus, die Quantifizierung von Qualität. Nicht nur Zahlen sagen mehr als 1000 Worte, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ein Paradigmenwechsel. Argumente werden ersetzt durch die Macht der Masse. Wenn jetzt wir unser Leben immer mehr über Fotografie uns mitteilen, statt Texte zu schreiben, und dieser Trend ist eben da, und nebenbei diesen Trend sieht Zuckerberg auch für die Zukunft des Journalismus vor, dass also man mit 360-Grad-Journalismus in der virtuellen Realität faktisch immersiert ist und nicht mehr die Dinge durch Sprache vermittelt werden. Und wenn dies passiert,
dann geht mir das Reflexionsmedium Sprache immer mehr verloren und ich berichte immer mehr über mich, aber ich weiß gar nichts mehr über mich. Und das ist die Gefahr, die ich da sehe. Wir haben dann faktisch eine Selfie-Gesellschaft ohne Selbsterkenntnis. Ja, Roberto Szymanowski ist ein Schwarzseher. Eine Cassandra, die das Schlimmste verhindern will. Er ist nicht allein. Von einer Krise des Internets und der sozialen Medien ist überall die Rede. Das Netz nur noch ein Raum zum Shoppen, Gaffen und Lästern? Es wurde ihm doch so viel zugetraut. Revolution, Demokratie, Utopie. Jetzt ist es ein Raum, der sukzessiv Abgründe offenbart, der Angst macht. Jüngstes Beispiel: die schockierenden Löschregeln von Facebook. Verlieren wir Souveränität? Das ist eine Kultur der Parteilichkeit, die sich da entwickelt. Und das ist das Problem, dass man auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken, wo diese Kommunikationsarchitektur besteht, dass man da eine Art von Miteinander umgehen entwickelt, die dann am Ende, wenn es um politische Themen geht, sehr problematisch und gefährlich ist, weil sie eben die reflexive, kritische Auseinandersetzung mit Dingen nicht mehr erlaubt, weil man das faktisch verlernt hat. Die Unheilsprophezeiung wird gemacht, um ihr Eintreffen zu verhüten, sagt der Philosoph Hans Jonas. Szymanowski spielt gekonnt damit. Auch Facebook will das Unheil eindämmen und hat jetzt den Fake News den Kampf angesagt. Wir müssen ein neues Alphabet lernen, sonst versinken wir im Müll.